Du hast keine Zeit zum Deutschlernen und auch keinen Sprechpartner. Trotzdem möchtest du flüssiger, natürlicher und selbstbewusster reden? Dann bleib unbedingt dran, denn heute zeige ich dir 7 extrem effektive Methoden, mit denen du dein Deutsch auch alleine verbessern kannst, ohne Stress, ohne Druck und komplett alltagstauglich. Los geht's! Starten wir mit der ersten Methode, dem sogenannten Shadowing. Das bedeutet Sprechen ohne nachzudenken, beziehungsweise indem man nachahmt, was gesagt wird. Shadowing ist eine Technik aus der Dolmetscherausbildung und funktioniert unglaublich gut, wenn du flüssiger sprechen möchtest. Dabei geht es darum, dass du Audio- oder Videoszenen nachsprichst und so vor allem deine Aussprache verbesserst, wobei aber natürlich auch automatisch dein Wortschatz erweitert wird. Am Ende habe ich übrigens auch noch eine kleine ergänzende Methode zum Shadowing, bleib also unbedingt bis zum Schluss da. Wie funktioniert aber Shadowing? Hier eine kleine Anleitung. Zunächst einmal geht es ums Zuhören. Höre dir einen kurzen Audioausschnitt an. Das kann ein Podcast oder eine Nachricht oder auch ein YouTube-Clip wie dieser hier sein. Der zweite Schritt ist, nachdem du Input hattest, du nun den Output produzierst. Hier musst du gleichzeitig mitsprechen. Wiederhole also alles, was du hörst, fast wie ein Echo. Und keine Sorge, es muss nicht perfekt sein. Es geht erst einmal darum, dass du in die Methode reinkommst und du schon einmal grob Strukturen der Sätze, Laute und Intonation verinnerlichst. Als nächstes versuche im dritten Schritt, alles noch ein Stück weiter zu verbessern. Also die Aussprache, die Satzmelodie und bestimmte Ausdrücke. Am Anfang ist es dabei aber leichter, sich erst einmal auf den Rhythmus und die Melodie zu konzentrieren. Wenn du dann sicherer bist, kannst du den Fokus auch auf Wörter oder Sätze legen. Mein persönlicher Pro-Tipp: Wenn du bestimmte Sätze nachgesprochen hast, versuche sie dir zu merken und auch direkt im Alltag anzuwenden. Oder wenn das nicht klappt, denke dir Situationen aus, in denen sie passen könnten, also die Ausdrücke, und sprich sie immer mal wieder laut aus. Wiederholung ist hier der Schlüssel. Warum Shadowing wirkt? Du trainierst automatische Artikulation. Dein Sprachfluss wird natürlicher, Denkpausen verschwinden, weil du in einem Sprechflow oder in einem Sprachfluss bist. Es fühlt sich am Anfang komisch an, aber die Fortschritte kommen sehr schnell, wenn du am Ball bleibst. Beim Shadowing hast du nämlich keine Zeit zum Nachdenken und musst automatisch Sätze produzieren, genauso wie es eben in der natürlichen Sprache in Dialogen auch ist. Denn als Muttersprachler denken wir ja nicht darüber nach, wie wir einen Satz konstruieren, sondern was wir eigentlich sagen möchten. Wir denken also über den Inhalt nach, nicht über die Grammatik. Und genau da sollst du auch hinkommen. Mein nächster Tipp ist Lernen mit Gesellschaftsspielen. Du weißt ja, Lernen funktioniert am besten, wenn wir Spaß dabei haben, ob mit Humor oder mit Spielen. Am besten eignen sich dabei Gesellschaftsspiele, denn da muss man mit anderen Spielern kommunizieren. Und genau da setzt Dersay an. Dersay ist eine Plattform, die das Sprachenlernen komplett neu denkt. Du lernst in einer kleinen Gruppe von bis zu 6 Personen, spielst Online-Gesellschaftsspiele, machst kleine Rätsel, Mini-Debatten und Wortspiele und wirst dabei von einem muttersprachlichen Spielleiter, also einem Game Instructor, begleitet. So läuft das Ganze ab. Du meldest dich zu einem der festen Termine an, aktuell übrigens komplett kostenlos. Du und die anderen Spielteilnehmer spielen ungefähr 40 Minuten lang gemeinsam ein Spiel, das Sprechen erfordert. Während des Spiels sprichst du spontan, natürlich und ohne Druck. Und du verbesserst deine Sprache, ohne überhaupt das Gefühl zu haben, zu lernen. Ideal ist das Ganze für alle ab dem A2 plus Sprachniveau, die echte Kommunikation üben wollen, ohne einen Unterrichtsraum und ohne Hemmungen.
Und das Beste, nach jeder Session bekommst du einen KI-Report, der deine Fehler zeigt, dir natürliche Formulierungen gibt und genau erklärt, was du besser machen kannst. Also Kommunikation, Grammatiktraining und Korrektur, alles in einer Einheit und das Ganze spielerisch. Ich habe Daresay übrigens selbst ausprobiert und war wirklich begeistert. Genau so habe ich nämlich früher in meinen Kursen Schüler zum Sprechen animiert. Nur, dass du hier bequem von zu Hause aus mitmachen kannst. Dazu brauchst du nur einen Laptop und Internet. Probier es also aus. Nutze die Chance, sei mutig und mach den ersten Schritt. Ich verspreche dir, das Ganze fühlt sich nicht wie Lernen an und genau deshalb funktioniert es. Den Link zu Daresay findest du übrigens unten in der Videobeschreibung. Sei also mutig und melde dich direkt zu deinem ersten Spiel an. Weiter geht es mit meinem nächsten Tipp. Laut lesen. Das ist eine unterschätzte Geheimwaffe. Laut lesen ist eine der stärksten Methoden, die fast niemand nutzt, wobei sie doch so einfach umzusetzen ist. Du brauchst nur einen Text und deine Stimme. Warum es funktioniert? Du siehst die Worte und Sätze und hörst sie durch deine eigene Stimme. Das heißt also, 2 Gehirnregionen werden aktiviert. Und je mehr Gehirnregionen beim Lernen aktiviert sind, desto besser merken wir uns Sachen. Außerdem trainierst du natürlich wie bei allem auch deinen Sprechmuskel für die deutsche Sprache. Und du lernst auch hier neue Begriffe und Redensarten, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. So machst du es optimal. Lies den Text zunächst einmal leise zum Verständnis. Lies ihn dann nochmal langsam, laut und deutlich und das in kleinen bzw. kurzen Abschnitten, damit es nicht gleich so überfordernd ist. Du musst also nicht seitenweise lesen, sondern in Paragraphen. Achte dabei unbedingt auf Pausen und Betonungen, als würdest du jemandem etwas erzählen. Hier musst du dich nicht hetzen. Lies lieber langsam und achte auf eine korrekte Aussprache. Dann kannst du den gleichen Abschnitt noch ein zweites Mal lesen. Diesmal flüssiger. Du kannst den Abschnitt auch ein 3. oder 4. Mal lesen, bis du mit deinem Ergebnis wirklich zufrieden bist. Um dann den Wortschatz noch weiter zu festigen, empfehle ich dir, eine Zusammenfassung des Textes zu formulieren, den du gerade gelesen hast, oder des Textabschnitts. Zum Beispiel hier, das war der Text. Die Bundesregierung plant neue Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung. Deine Zusammenfassung wäre: In dem Text geht es darum, dass die Bundesregierung neue Maßnahmen zum Thema Digitalisierung ergreifen möchte. Diese Kombination aus Lesen und Zusammenfassen ist unglaublich wirkungsvoll. Und noch wirkungsvoller ist das Ganze, wenn du auch Texte oder Bücher liest, die dich wirklich interessieren. So werden die Informationen noch besser abgespeichert. Mein Extra-Tipp an dieser Stelle ist, wenn du auch noch das passende Hörbuch zu deinem Buch hast, kannst du vergleichen, wie gut deine Variante mit der im Hörbuch übereinstimmt. Dabei empfehle ich dir, eine Passage im Hörbuch abzuspielen, dann selbst zu lesen und dich dabei mit deinem Handy aufzunehmen. So kannst du nicht nur deinen Sprachmuskel trainieren, neue Wörter und Sätze lernen, sondern auch gleichzeitig an deiner Aussprache und Satzmelodie arbeiten. Ähnlich wie beim Shadowing, nur dass das Ganze einen Schritt langsamer geht. Du bestimmst hier also dein Tempo. Wir kommen zum nächsten Tipp. Selbstgespräche, aber wie ein Muttersprachler. Selbstgespräche sind eine der effektivsten Methoden, um spontan sprechen zu lernen. Aber du musst es richtig machen. Das heißt, der Fehler, den viele machen, ist, dass sie aus ihrer eigenen Sprache übersetzen und so die deutschen Sätze nachformen. Aber das führt nur dazu, dass dein Deutsch sich holprig und oft auch falsch anhört. Daher ist es wichtig, dass du Sätze verwendest, die auch Muttersprachler nutzen würden. Wie du das erreichst? Am besten, indem du Audios wie Podcasts oder Hörbücher hörst oder Texte liest und dir bestimmte Sätze merkst.
Oder auch, wenn du einen Text in deiner Muttersprache bei ChatGPT eingibst und dir diese in authentisches Deutsch übersetzen lässt. Diese kannst du dann natürlich auswendig lernen. So funktioniert das Ganze genau. Wähle eine Alltagssituation, zum Beispiel Kochen, Aufräumen, Spazieren gehen. Sprich laut oder halblaut darüber, was du gerade tust. Nutze dabei typische Redemuster aus Serien, Podcasts oder Gesprächen oder, wie gesagt, auch aus deiner ChatGPT-Übersetzung. Und nun wiederhole das Ganze täglich. Ein Beispiel. So, jetzt schneide ich zuerst die Zwiebeln, dann kommt ein bisschen Öl in die Pfanne, ein Schuss Sahne, mal sehen, ob ich noch Knoblauch habe und so weiter. Weitere Beispiele. Ganz ehrlich, ich habe heute überhaupt keine Lust aufzuräumen. Oder, okay, was steht heute an? Zuerst muss ich E-Mails beantworten, dann einkaufen, dann aufräumen und so weiter. Mini-Rollenspiele helfen auch wunderbar. Wenn du zum Beispiel einen Termin hast oder in die Stadt gehst, um dir einen Kaffee zu kaufen, kannst du die Dialoge vorher in deinem Kopf durchspielen. Beispiel: Entschuldigung, könnte ich einen Kaffee bekommen? Sicher. Welche Größe? Medium bitte. So lernst du natürlich korrekt sprechen ohne Druck. Mein nächster Tipp geht an alle Musikliebhaber. Denn hier geht es ums Lernen mit Songtexten und Musik. Musik ist perfekt zum Lernen, weil sie ein eigenes, sozusagen Gedächtnis im Gehirn aktiviert. Hast du nicht auch schon einmal die Erfahrung gemacht, dass du einen Ohrwurm von einem Lied hattest, dessen Text du eigentlich gar nicht richtig verstanden hast, aber die Melodie und die Worte trotzdem problemlos über deine Lippen kamen? Das liegt ganz einfach daran, dass Musik in einem anderen Bereich deines Gehirns verarbeitet wird als normale Sprache. Beim Musikhören aktivieren sich gleich mehrere Gehirnzentren gleichzeitig. Der Sprachbereich, der Hörbereich, wenn du tanzt, vielleicht auch noch der motorische Bereich. Und vor allem, wie gesagt, das auditive und musikalische Gedächtnis. Diese Kombination sorgt dafür, dass Wörter, Rhythmen und Satzmelodien viel tiefer und schneller gespeichert werden als beim reinen Lesen oder Vokabeln lernen, was zugegebenermaßen oft sehr langweilig sein kann. Die Vorteile sind also: Wörter bleiben sofort hängen, Intonation wirkt natürlicher, die Satzmelodie prägt sich automatisch ein. Und so gehst du vor. Wähle einen Song mit klarer Aussprache. Am besten eignen sich dazu deutsche Popsongs. Lies dann den Text einmal hörend und singend. Markiere gerne schwierige Stellen, die du nicht aussprechen kannst oder die du nicht verstehst. Und lasse dir diese mit Hilfe von KI übersetzen. Lerne dann den Refrain auswendig. Und singe im Alltag immer wieder einzelne Zeilen und höre auch den Song in deiner Freizeit. Am besten erstellst du dir selbst eine deutsche Musik-Playlist mit deinen deutschen Lieblingssongs. Songs trainieren übrigens ganz besonders die Umgangssprache, die emotionale Sprache und Satzmelodien. Und du kannst das Ganze wiederholen ohne Stress und in einer angenehmen Atmosphäre. Eine weitere spannende Methode, um dein gesprochenes Deutsch zu verbessern, ohne Sprechpartner oder Zeit zu haben, ist der folgende Tipp: Ein Sprechtagebuch zu führen. Das geht ganz einfach. Anstatt dass du ein Tagebuch schreibst, nimmst du dich selbst jeden Tag 1 bis 3 Minuten mit deinem Handy beim Sprechen auf. Du erzählst, was du gemacht hast, teilst deine Gedanken zu einem Thema, das dich beschäftigt, oder redest über deine Gefühle. Was du danach noch machen kannst, ist, dir die Audioversion von einer KI in einen Text transkribieren zu lassen. Der nächste wichtige Schritt ist dann, anhand der Transkription deine Fehler zu finden. Korrigiere dich dabei selber und frag dann erst die KI, ob sie das Transkript noch einmal für dich korrigieren kann. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du diesen Schritt nicht auslässt und dir selbst einmal die Chance gibst, dich selbst zu korrigieren. So erkennst du deinen Fehler
und kannst die in Zukunft besser vermeiden, als wenn du einfach nur die fertige Korrektur liest. Ich glaube, das kannst du sehr gut nachvollziehen. Im nächsten Schritt schaue, welche weiteren Fehler die KI gefunden hat und achte vor allem auf typische Muster. Hast du zum Beispiel Probleme mit der Wortstellung oder verwechselst du die Zeitformen oder fehlen die richtigen Präpositionen? Wenn du diese identifiziert hast, kannst du dich nämlich dann konkret darauf fokussieren und die entsprechenden Grammatikthemen intensiver lernen. Der Vorteil dieser Technik ist, du trainierst flüssiges, spontanes Sprechen, du kannst Fehler gezielt reduzieren und entwickelst ein Bewusstsein für eigene Sprachmuster. Du wirst im Prinzip dein eigener Lehrer und kannst dich in Zukunft auch in Gesprächen selbst korrigieren bzw. merkst automatisch, wenn du vielleicht gerade einen Fehler machst. Und wie gesagt, das Ganze dauert nur wenige Minuten und bringt enorme Fortschritte. Kommen wir nun zu meinem letzten Tipp, der eine Art Ergänzung zum ersten, dem Shadowing ist. Die folgende Methode nennt sich Chunking und bedeutet, dass Sprechbausteine gelernt werden, anstatt nur einzelne Wörter. Du kannst das Ganze mit dem Shadowing kombinieren, wenn du zum Beispiel einen Film schaust und eine Redewendung darin vorkommt. Du kannst sie dann ganz einfach nachsprechen und auch gleich den kompletten Satz lernen, also notieren und merken. Das Ganze funktioniert aber natürlich auch ohne Shadowing. Wichtig ist bei dieser Methode einfach nur, dass du statt einzelner Wörter ganze Sprechbausteine, also sogenannte Chunks, lernst. Beispiele sind, soweit ich weiß, ehrlich zu sein, es kommt darauf an, wenn ich es mir recht überlege. Du siehst, wir verwenden Redensarten, die häufig in der Umgangssprache vorkommen und lernen diese. So übst du die Chunks am besten. Du hörst dir einen Sprechbaustein an oder liest. Dann geht es darum, dass du eigene Sätze damit bildest. Am besten formulierst du dabei 3 Varianten, von denen du weißt, dass du sie im Alltag gebrauchen könntest. Und, ganz wichtig, du verwendest sie auch. Ob jetzt im Alltag in Gesprächen mit anderen oder auch in Selbstgesprächen. Übung macht den Meister und auch hier ist Wiederholung immer der Schlüssel. Warum das Ganze so gut funktioniert? Weil es die ultimative Methode ist, um schnell, ohne Grammatik und Sprechpartner auf ein gutes Deutschniveau zu kommen und authentisch wie ein Muttersprachler zu reden. Weil du sofort flüssiger klingst, du weniger Grammatikfehler machst und weil du natürlicher und schneller sprichst, ohne in deinem Kopf zu übersetzen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir trainieren müssen. Das automatisierte Sprechen, indem du nicht über die Grammatik nachdenkst, sondern wie ein Muttersprachler über den Inhalt dessen, was du sagen möchtest. Also im Prinzip auf Deutsch denkst. Ich hoffe sehr, dass dir diese Tipps dabei helfen, dein Deutsch weiter zu verbessern, auch wenn du keinen Sprechpartner und nur wenig Zeit zum Lernen hast. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like es doch bitte, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungen, damit du keins meiner Videos verpasst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann!